Da wären wir auch schon bei unserem zweiten Tag in Vancouver. Irgendwie fühlt es sich so an, als hätten wir schon recht spät, weil wir heute Morgen so faul waren. Dabei stehen wir einfach immer nur so früh auf. Und dann kann man sich es auch leisten, morgens ein bisschen länger zu brauchen. Und jetzt gehen wir in die Stadt. Gleich fahren wir mit dem Bus. Und dann wollen wir heute auch noch Fahrrad fahren. So, wir sind jetzt hier in Vancouver Downtown angekommen und gehen erstmal ins Pacific Center nach einer SIM-Karte schauen. Also, die SIM-Karte, die wir haben wollten, haben wir nicht bekommen, weil wir dafür ein kanadisches Bankkonto brauchen, beziehungsweise eine kanadische Kreditkarte. Die haben wir leider noch nicht. Deswegen haben wir uns jetzt erstmal für eine andere SIM-Karte entschieden, aber nur eine, bei der wir ein bisschen mehr zahlen. Aber wir brauchen halt erstmal eine SIM-Karte. Und jetzt haben wir eine. Jetzt gehen wir erstmal essen. Außerdem haben wir uns jetzt auch eine Compass-Card gekauft. Mit der kann man hier Bus und Bahn fahren. Die hat $6 gekostet und dann lädt man die einfach auf, so oft wie man fahren möchte. Man kann auch mit Kreditkarte toppen, aber meine Kreditkarte ist gesperrt. Deswegen brauchten wir eine Compass-Card. Jetzt, wo wir was gegessen haben, geht es zum Fahrradverleih. Der ist ungefähr 2,4 Kilometer entfernt. Und damit wir ein bisschen was von der Stadt gesehen haben, gehen wir da zu Fuß hin, anstatt mit dem Bus. Hallo, Tandemfahren macht überraschend viel Spaß. Man muss sich aber gut miteinander abstimmen, sonst wird das nichts. So, das war unser kleiner Fahrradausflug einmal um den Stanley Park. Wir haben ein Tandem ausgeliehen und haben insgesamt ungefähr $20 bezahlt für eine Stunde Fahrradfahren. Und es hat echt Spaß gemacht, war aber auch teils auch sehr anstrengend. Und jetzt geht's zurück in die Unterkunft. Da wären wir. Das ging aber schnell. Das ist unsere Unterkunft. Sieht von außen, rustikal aus. Wir waren auch ein bisschen skeptisch, ob wir überhaupt richtig sind am Anfang. Aber von innen sieht es ganz okay aus. Küche. Und das Badezimmer. Und hier ist unser Zimmer. Klein, aber fein.